Sebastian und Tanja an. Die hatten auch ihre Krise und jetzt sind sie wieder glücklich, weil sie immer aneinander geglaubt haben. Marlene, du kannst uns doch nicht mit Tanja und Sebastian vergleichen. Und wenn doch? Ich bin schwanger. Wir bekommen ein Kind. Schon klar. Ansgar ist mein Vater. Ich hab mich in meinen eigenen Vater verliebt. Wegen dem Kerl willst du alles kaputt machen. Unser Leben, unsere Familie. Er ist meine Familie. Was? Er ist mein Bruder. Kimi, ich habe uns Sushi mitgebracht. Ist noch bei der Fahrstunde. Menü Nummer 13. Gemischt für 3 Personen. Dann haben wir ja genug für alle. Du bist schwanger, das darfst du nicht. Echt? Rotes Fleisch, roher Fisch, Rohmilchkäse. Wegen der Listerieninfektion. Wusstest du das nicht? Klar, natürlich. Kannst mal rangehen? Mein Mann. Für dich. Ich glaube, wir müssen mal reden, oder? Zwischen Hagen und mir läuft wirklich nichts mehr. Ja. Und was erwartest du jetzt von mir? Dass ich dir dankbar bin, dass du nicht mal mit meinem Mann ins Bett gehst? Mir wird's reichen, wenn du mir wenigstens glaubst. Dazu hast du viel zu oft gelogen. Und was ist mit Kimi? Du musst mir doch nicht verzeihen. Du musst doch nicht so tun, als wäre nie irgendwas gewesen. Aber lass uns doch bitte versuchen, uns zusammenzureißen. Kim zuliebe. Bestell ihr einen schönen Gruß und sag ihr, dass das Sushi von mir ist, ja? Toll. Er ist was? Worum geht's hier eigentlich? Welche Wahrheit? Wir sind Geschwister. Ach was. Er ist mein Zwillingsbruder. Haben Sie, es ist wirklich so. Bleiben Sie ganz ruhig. Warum gibst du es nicht einfach zu? Du hast eine Affäre mit dem da. Ich kann verstehen, wie sich das für dich anhören muss, aber es ist die Wahrheit. Er ist mein Bruder. Und die fehlt dir jetzt plötzlich wieder ein. Ich hätte es dir längst sagen müssen, aber ich konnte einfach nicht. Ich glaub dir kein Wort. Wie lange geht das schon? Eine Woche? Einen Monat? Warst du bei ihm, als ich aus Barcelona zurückgekommen bin? Carlo, es ist nicht so, wie du denkst. Bitte, geh nicht. Warte, lass mich das bitte erklären. Wozu? Jan und ich, wir wurden nach der Geburt getrennt. Ich bin bei Clarissa aufgewachsen und er bei Arno. Wir wussten 20 Jahre lang nichts voneinander. Und wo war er all die Jahre? Ich habe mich vor meiner Familie versteckt gehalten. Niemand wusste, wo ich bin. Wir sind uns erst hier auf Mallorca wieder begegnet, zufällig in der Kirche. Erst die Geschichte mit deiner Mutter. Dann gibt es noch diesen merkwürdigen Unbekannten, der Timos Vater sein soll. Jetzt ist der Padre dein Bruder. Wie oft willst du mich eigentlich noch betrügen und belügen? Ich hab dich nie betrogen, Ricardo. Selbst wenn die Geschichte wahr sein sollte. Ich weiß nicht, ob ich dir jemals wieder vertrauen kann. Jetzt weißt du, warum ich nie über meine Vergangenheit reden konnte und meine Familie. Ich sehe nur nach jeder Lüge noch eine Lüge. Aber genau deshalb wollte ich das nicht, weil es mich einholt, weil meine Vergangenheit alles kaputt macht, was ich liebe. Meinst du, ich habe zum Spaß geschwiegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Oh, ist Theresa schon weg? Nico, ich hab dich gar nicht kommen hören. Sie passt überhaupt nicht in dein Beuteschema, deswegen schließe ich eine Romanze mal aus. Du guckst trotzdem so, als hättest du etwas ausgefressen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du sprichst. Ich kenne dich und deine Geschäftsmethoden. Hast du sie bestochen, damit sie das Derby verliert und du den Rennstall schließen kannst?
Das klingt ja fast so, als würde ich meinen lieben Verwandten schaden wollen. Du tust ganz andere Dinge, solange sie dir nützen. Weißt du, Nico, jeder in dieser Familie leistet sich irgendein teures Hobby, das er dann als Arbeit bezeichnet. Letztendlich geht das alles zulasten der Landschein Enterprises. Warum sollte ausgerechnet ich etwas dagegen haben? Na, weil du der netteste Mensch überhaupt bist und niemals versuchen würdest, den Rest der Familie aus dem Gremium zu werfen. Niemals. Schön, ich würde vielleicht ein bisschen nachhelfen. Zum Beispiel bei diesem kleinen, blassen Pferdemädchen. Ricardo ist nicht da. Warum fragt er mich, wer ich bin? Was erwartest du denn? Ricardo erfährt jede Woche eine neue Wahrheit. Er weiß einfach nicht mehr, wer die Frau ist, die er geheiratet hat. Aber ich bin ich. Aber ja, so funktioniert das nicht. Du kannst nicht einfach alles hinter dir lassen und neu anfangen. Ich meine, ich hab's doch auch versucht. Weißt du was? Ricardo wird dich so lieben, wie du bist. Sag ihm endlich alles. Alles. Ja, Gott, verdammt nochmal alles. Okay, ich war in meinen Bruder verliebt und ich habe den Vater meines Sohnes verlassen, um mit ihm durchzubrennen. Das soll ich ihm sagen? Ja. Dann werde ich ihn verlieren. Ricardo! 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 Er kommt schon wieder. Ricardo, ich bin's. Bitte ruf mich zurück. Lass uns darüber reden. Scheiße! Gott! Lass mich! Für dich ist das alles ganz einfach. Du hast deinen Frieden mit Gott gemacht. Er stellt vielleicht weniger Fragen, aber erwarten tut er sehr viel. 3 Rosenkränze, 2 Vaterunser, einmal den Jakobsweg und alles ist wieder gut. Oh, Scheiße. Sag mal, du machst es dir ganz schön einfach. Ist dir das klar? Arno, Clarissa, ich, wir alle lügen und zwar nur für dich. Jetzt lass doch unsere Eltern da raus. Ja gut, dann rede ich eben über mich. Ich habe Ehrlichkeit zu meinem Beruf gemacht. Tag für Tag verleugne ich, wer ich wirklich bin. Glaubst du, das macht mir nichts aus? Du kannst jeden Tag zusammenpacken und morgen woanders anfangen. Du hast keinen Partner und keine Verantwortung. Ich habe keine Verantwortung. Ich bin Priester. Ich muss mich vor mir selbst verantworten. Vor Gott, vor Matteo, vor den Jugendlichen, vor der ganzen Kirche. Glaubst du, das ist leicht? Ja, meinst du, für mich ist das leicht? Natürlich nicht! Aber du hast wenigstens immer die Wahl gehabt. Immer. So wie du hätte ich es kein einziges Jahr ausgehalten. Geh! Julia, diese Lügen, das Verschweigen, das Vertuschen, das war der falsche Weg. Und zwar immer. Und jetzt bricht dein ganzes Leben unter deinen Füßen weg. Das ist doch klar. Jan, jetzt hau ab! Ich werde weiter schweigen. Aber ich will, dass du weißt, was du da von mir verlangst. Hey, ich habe meine Unterlagen vergessen. Ach, übrigens ist noch Sushi im Kühlschrank von deinen Schwestern. Vielleicht ist es eine Kleinigkeit, bevor der Fisch anfängt zu riechen. Weißt du, wenn ich es mir genau überlege, hier müffelt das jetzt schon nach alten Lügen. Kim, warte doch, ich gehe ja gar nicht ran. Kim, warte doch. Was willst du, Victoria? Ich wollte nur Bescheid geben, dass ich gut bei meiner Mutter angekommen bin. Thomas, hast du noch mal mit Kim gesprochen? Wie geht's ihr? Thomas? Das fragst du nicht im Ernst. Sie hat gerade erfahren, dass sie das Ergebnis eines Seitensprungs ist. 3-mal darfst du raten, wie es dir da geht. Kim wäre definitiv eine Bereicherung für unser Gremium. Und eine weitere Stimme. Und eine talentierte Stimme. Wenn ich erst mal das ein oder andere noch beigebracht habe, ist sie unschlagbar. Du wirst noch Vater des Jahres. Kim ist meine Tochter. Sie ist zwangsläufig fantastisch. Und sie gehört hierher an meine Seite. Wenn sie das begriffen hat, weint sie dieser Familie Wolf keine Tränen nach. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich weiß, ich habe dich sehr verletzt.
Bitte gib uns nicht auf. Wir hatten so viele gute Jahre. Die waren keine Lüge, die waren echt. Und wir waren noch die meiste Zeit glücklich, oder? Grüß deine Mutter. Vale. Lo siento, esta... No. Aquí, ¿eh? Again so far, but then so close. Isn't that the way it always goes? So let me lay my head down for a while to think of you. But all I can say is you push me down. My misery stays when you walk away now. Ricardo, ich bin's. Bitte ruf mich zurück. Lass uns darüber reden. Falls Frau von Latscher nach mir fragt, ich bin kurz in der Buchhaltung, ja? Okay. Kim, warte doch mal. Mach schon. Hey, irgendwann musst du ohnehin mit mir reden. Das ist eine ziemlich schwache Strategie. Solange du in meinem Unternehmen arbeitest, sehen wir uns ziemlich häufig. Ich arbeite für Tanja und ich habe sehr viel zu tun. Ja, ich weiß, aber ich dachte mir, weißt du, Ups, da bin ich wohl an einen Knopf gekommen. Was soll das jetzt werden? Ein Gespräch, hoffe ich. Es scheint ja die einzige Möglichkeit zu sein, mit dir zu reden. Tristan, hey. Hallo. Wolltest du zu mir? Ich bin mit Tanja verabredet. Hey, warte mal. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Es tut mir so leid, du hättest es wirklich von mir persönlich erfahren müssen. Als dein Manager wäre es gut, wenn ich so etwas zukünftig als Erste erfahren würde. Ja, kommt ja auch nicht so oft vor. Wer weiß, wenn man einmal anfängt mit dem Kinderkriegen. Hey, wie wär's, wenn wir nach der Vorstellung was trinken gehen? Wir können über alles reden. Ich reserviere uns einen Tisch im Schneiders. Ich denke, du solltest dich besser schonen. Die nächsten Monate werden anstrengend genug für dich. Ich bin nicht krank. Früher oder später wirst du nicht mehr auftreten können. Wir sollten dein Pensum auf der Bühne sicherheitshalber schon mal etwas reduzieren. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich bin noch ganz am Anfang. Die Vorstellungen sind alle ausverkauft. Wir können uns keine Ausfälle leisten. Ich werde auch nicht ausfallen. Irgendwann schon. Und jetzt entschuldige mich, ich habe noch ein paar Castingtermine wegen deiner Schwangerschaftsvertretung. Ich will hier raus. Mach sofort die Tür auf. Kim, ich will nur mit dir reden. Ich aber nicht mit dir. Hey, 2 Minuten, okay? Die Zeit läuft. Kim, bitte, denk noch mal über alles nach. Ich möchte dir das Leben bieten, von dem du immer geträumt hast. Mode, Musik, Film, Reisen. Weißt du, es ist alles möglich. Du kannst machen, was du willst, weil ich es dir ermögliche. Du glaubst noch immer, mit Geld kannst du dir alles kaufen. Sogar eine Tochter. Das ist so erbärmlich. Aber das ist doch Schwachsinn, Kim. Mir geht's nur um dich. Dazu hast du kein Recht. Doch, verdammt nochmal, du bist meine Tochter. Das werden wir noch sehen. Was denn? Glaubst du vielleicht, deine Mutter lügt? Warum sollte sie das denn tun? Weil ich einfach nichts mehr glaube ohne Beweise, okay? Was das? Schlaf schön. Und ganz schnell, sonst singt Tante Marlene dir wieder was vor. Und das wollen wir nicht. Ich muss das hier noch durcharbeiten. Du entschuldigst mich? Was ist das? Das ist das Strategiepapier für die Werbekampagne in den USA. Ab nächster Woche erobert Incest den amerikanischen Markt. Interessant.
Marlene, du musst wenigstens so tun, als ob du glücklich bist. Sonst nimmt dir das keiner ab mit der Schwangerschaft. Tanja, ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Tristan sucht nach einem Ersatz für mich und Hagen ist nett zu mir, obwohl er mich nicht liebt. Und ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, meine Familie und die Menschen um mich herum anzulügen. Da gewöhnt man sich dran. Aber es bringt doch überhaupt nichts. Hagen wird nicht zu mir zurückkommen, weil er Dana liebt. Nicht, wenn du aufhörst zu jammern und strategisch operierst. Voila. Da steht ja sogar mein Name drauf. Damit öffnest du das Herz von jedem Mann. Und von da sind es dann nur noch ein paar Zentimeter bis zu seiner Hose. Du verführst ihn und machst ihn süchtig. Aber Tanja, selbst wenn es funktioniert und Hagen zu mir zurückkommt, dann baut doch alles auf einer Lüge auf. Schätzchen, alles, was Spaß macht, beginnt mit einer Lüge. Und in 9 Monaten hast du dann eine schreiende kleine Wahrheit. Weißt du was, vielleicht sollte ich das ganze Theater einfach beenden. Hey, ich habe mich geirrt, ich bin überhaupt gar nicht schwanger. Das musst du dann ja vielleicht sowieso. Wenn du keinen Erfolg hast, musst du einen Abgang vortäuschen. Komm schon, Marlene, nutz deine Chance, bevor deine kleine Schwester dir Hagen endgültig wegnimmt. Kim, alles okay? Meinst du die Frage ernst? Möchtest du vielleicht was essen? Keinen Hunger. Ansgar hat mich vorhin abgefangen. Ach ja? Wie nett. Was wollte er denn? Mit mir reden. Ist er auch dein Vater? Warum seid ihr euch da alle so verdammt sicher? Mama ist sich sicher. Sonst hätte sie wohl kaum was gesagt. Sie hat 18 Jahre lang gelogen. Warum sollte das jetzt die Wahrheit sein? Ich will das alles nicht, Papa. Wenn du das nicht willst, dann muss es auch nicht so sein. Du wirst immer meine Tochter sein. Immer. Kaputt? Ins Wasser gefallen. Vielleicht funktioniert's wieder, wenn es getrocknet ist. Wer bist du? Ich weiß keine Ahnung, wie oft ich mir die Frage in den letzten Jahren gestellt habe. Ich habe mir immer vorgestellt, du bist eine Top-Agentin, die in mindestens 47 Staaten steckbrieflich gesucht wird. Und natürlich den Job nur aus Liebe zu mir aufgegeben hat. Oder eine Auftragskillerin. Was soll ich denn denken? Ich bin eben eine Frau ohne Vergangenheit. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber du hast gesagt, du kannst alles erklären. Hier bin ich und ich höre zu. Und? Wie geht's unserem Champion? Hast du im Gaul schon ordentlich Dampf gemacht? Halten Sie das für eine gute Idee, hierher zu kommen? Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Was? Was ist denn das Problem daran, so einem Gaul eine Spritze zu verpassen? In 2 Tagen ist das Derby. Dionysos wird rund um die Uhr überwacht. Außerdem wollen Sie doch nicht, dass es Zeugen gibt, oder? Selbstverständlich nicht. Wenn Ihnen was an Ihrer Karriere liegt, dann werden Sie auch dafür sorgen. Ich habe ja gerade versucht, eine Ampulle in Hagens Schreibtisch zu verstecken. Oh, sehr löblich. Ja, dann kümmern Sie sich mal drum, wenn ich wieder weg bin. Es geht Ihnen doch gar nicht darum, dass der Rennstall schließt, oder? Sie wollen sich an Hagen rächen. Und wenn es so wäre? Dann würde ich Ihnen umso lieber helfen. Wobei denn helfen?
Danke. Ich finde die Unterlagen auch allein. Entschuldigung? Was machen Sie denn da? Dazu haben Sie kein Recht. Sagt Ihnen der Begriff Hierarchie was? Ich glaube, es ist jetzt besser, wenn Sie gehen. Hierarchie heißt in dem Fall, dass ich ganz oben stehe und Sie ganz unten. Also überlassen Sie das Denken am besten mir, ja? Mist. Marlene, alles okay? Ja, die letzte Stufe mag mich, glaube ich, einfach nicht. Lass mal sehen. Auf den Schuhen kann ja kein Mensch laufen. Ich schon und ich habe keine anderen. Besorg dir welche. Diesmal scheint der Knöchel zum Glück nur gestaucht. Ich und flache Schuhe. Hey, ich bin fast geschieden und werdende Mutter. Ich muss doch unter Leuten Hier auffallen. liegen auch mit flachen Schuhen genügend Männer zu Füßen. Die will man aber nicht. Hey, muss das sein? Spezialservice für die werdende Mutter meines Kindes. Ich will, dass es euch gut geht. Trägst du mich dann noch im Kühlschrank vorbei? Ich hätte Lust auf Bastard. Vergiss es, ich leg dich ins Kaminzimmer und bring dir ein rohes Schnitzel für dein Knöchel. Igitt! Es war kurz nach der Geburt. Ich bin das Kleinere. Es gibt keine weiteren gemeinsamen Fotos. Direkt danach wurden wir getrennt. Warum hast du mir das nie erzählt? In all den Jahren verschweigst du deinen Zwillingsbruder? Der Padre geht seit Wochen hier ein und aus und du sagst kein Wort? Ich konnte nicht darüber reden. Damals nicht und heute auch nicht. Bist du sicher, dass du nicht doch eine Top-Agentin bist? Und die CIA ist dir auf den Fersen oder der Mossad? Komm schon, gib mir irgendwas, was ich glauben kann. Ich wollte das alles vergessen und damit abschließen. Ich hatte seit Jahren keinen Kontakt zu ihm. Du hast Jan auf Mallorca wieder getroffen. Und warum hast du nichts gesagt? Julia, komm schon, sag mir, was los ist. Ich habe Julia darum gebeten. Fräulein, sie wollte kein Schnitzel rausrücken. Schade. Tut das gut? Sehr gut. Das wird wunderbar schön mit Sahne und Schnittlauch. Hallo. Haben Sie vielleicht Hagen gesehen? Möglicherweise. Es ist wirklich wichtig. Nicht mit diesen Stiefeln. Schon ein bisschen besser? Fantastisch. Warum stolper ich nicht öfter über Treppen? Ja, ich muss leider wieder zurück ins Gestüt. Aber ich werde Justus bitten, nach dir zu sehen. Hagen! Ich muss dir noch was zeigen. Wo? Soweit ich weiß, befindet sich der Graf im Kaminzimmer. Danke. Ist das... Unser Baby. Ist das der Kopf? Ja, klar ist das der Kopf. Mein Gott. Nächstes Mal komme ich mit zum Arzt. Und das hier, das ist das kleine Herz. Mitten im Kopf. Ja, komisch, nicht wahr? Aber das rutscht bestimmt noch in die richtige Stelle. Ja, na hoffentlich. Nur ein kleiner Pieks und das war's für die geliebte Dana. Was machst du denn hier? Muss ich mich jetzt auch noch rechtfertigen, wenn ich nach Dionysus gucke? Sag mal, was soll denn das werden? Wonach sieht's denn aus? Du kannst jetzt nicht reiten. Leck mich. Wenn du möchtest, dann kannst du es behalten.
Weißt du, ich trag's immer bei mir und du bist der Vater. Ich muss jetzt wirklich zurück an die Arbeit. Übermorgen ist das Derby und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Oh, wie ich sehe, hast du keine Zeit verschwendet. Wir hätten uns fast geküsst. Damit es nicht beim Fast bleibt, musst du jetzt ganz schnell zusehen, dass ihr wieder das Bett teilt. Hm? Hagen hat sich schon so lange ein Kind gewünscht. Tja, manche Menschen muss man zu ihrem Glück zwingen. Arne studierte damals Architektur. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er seinen Abschluss macht und einen guten Job bekommen würde. Aber dann kam alles ganz anders. Ich wurde schwanger. Das war nicht geplant. Auch noch mit Zwillingen. Um für uns zu sorgen, musste Arno sein Studium aufgeben und einen Hilfsarbeiterjob annehmen. Er hat wirklich sein Bestes getan, aber es reichte einfach vorne und hinten nicht. Nein, so hatte ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Und als sich mir die Chance bot, daran etwas zu ändern, habe ich nicht gezögert. Du bist einfach abgehauen. Mit Julia. Und Jan? Den habe ich bei Arno gelassen. Ich war einfach überzeugt, dass es so für alle am besten wäre. Ich war jung und egoistisch. Ich würde heute so etwas nie wieder tun. Und dann? Mein damaliger Mann hat Julia aufgezogen, als wäre sie seine eigene Tochter. Christoph von Anstetten. Der Graf, der sich umgebracht hat. Ja, wenn Julia nicht Leukämie bekommen hätte, sie hätte wahrscheinlich nie erfahren, dass er nicht ihr leiblicher Vater war. Aber sie brauchte einen Spender. Jan. Ich hatte keine Ahnung, wo die beiden inzwischen lebten. Ich musste sie suchen. Gott sei Dank habe ich Jan dann auch rechtzeitig noch gefunden. Danach ist der Kontakt wieder abgebrochen? Jan hat zwar seinen Rückenmark gespendet, aber er wollte keinen Kontakt. Er konnte mir einfach nicht verzeihen, dass ich ihn damals im Stich gelassen habe. Genauso wie Arno. Und warum durftest du mir das alles nicht erzählen? Ich wollte einfach neu anfangen. Hätte Julia dir und Timo alles über mich erzählt, ihr hättet mir doch keine Chance gegeben. Das ist sie also. Die ganze Wahrheit? Ja. Außerdem, als ich Jan nach all den Jahren wiedergesehen habe, ich musste das selbst erstmal irgendwie verarbeiten. Du wolltest wissen, wer ich bin. Jetzt weißt du's. Kannst du damit leben? Ich muss drüber nachdenken. Trotzdem wäre es angemessen, den Dienstboteneingang zu benutzen. Das ist eine Privatsache. Ich gehe durch, welche Tür es mir passt. Einen Moment noch, ich melde Sie an. Meinetwegen. Herr Graf, Herr Wolf wünscht, empfangen zu werden. Bitten Sie ihn herein. Herr Wolf, was kann ich denn für Sie tun? Ich möchte, dass Sie Kim in Ruhe lassen. Ich fürchte, den Gefallen kann ich Ihnen nicht tun. Kim ist meine Tochter. Das bestreite ich auch gar nicht. Aber ich möchte, dass Sie ihr Zeit geben, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Ach, und da meint Sie, es hilft, wenn Sie ihr einreden, dass ich gar nicht Ihr Vater bin? Das tue ich überhaupt nicht. Aber Kim weigert sich, die Wahrheit zu akzeptieren. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Sie arroganter Mistkerl. Haben Sie sich ein einziges Mal gefragt, wie es Kim bei der ganzen Sache wohl geht? Ich kann Kim ein Leben bieten, von dem sie bisher nur geträumt hat. Und damit haben Sie ein Problem und nicht Kim.
Und genau deswegen stehen Sie auch hier. Weil Sie genau wissen, dass sich Kim früher oder später für mich entscheiden wird. Sie haben einfach keine Chance gegen mich. Was denn? Weil die Argumente fehlen, dass wir jetzt die Fäuste sprechen? Ich kenne meine Tochter. Sie wird Sie niemals als Vater akzeptieren. Niemals. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Du bist mein Leben, Julia. Ich will dich nicht verlieren. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wird mit mir. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, was deine Mutter dir angetan hat. Sie hatte ihre Gründe. Fragt sich nur welche. Und ich, Idiot, hab dich auch noch davon überzeugt, dir noch mal eine Chance zu geben. Sie weiß, dass sie viele Fehler gemacht hat. Und jetzt will sie einfach alles richtig machen, manchmal mit den falschen Mitteln. Was macht sie? Bringt sie dazu, deine Familie anzulügen, um ihre eigenen Fehler zu vertuschen. Sie wollte nur eine zweite Chance. Und ich unterstelle dir eine Affäre mit deinem Bruder. Total lächerlich. Ich fass es nicht. Alles nur, weil du dich heimlich mit ihm treffen musstest, um deine Mutter zu schützen. Ich hätte dich nicht anlügen dürfen. Clarissa hat gelogen, Julia. Sie hat euch beide emotional erpresst, bei der Sache mitzumachen. Ich schmeiß sie jetzt raus. Sie ist trotzdem meine Mutter. Du wolltest es ihm sagen, oder? Ich konnte nicht mehr. Ich wollte die Gespenster der Vergangenheit abschütteln. Die bist du los. Dein Mann kennt jetzt die Wahrheit. Naja, fast. Du hast wahrscheinlich meine Ehe gerettet, weißt du das? Ich geh da mal packen. Ich nehme an, dein Mann möchte nicht, dass ich länger bei euch wohne. Ja, dein Ruf ist wahrscheinlich endgültig ruiniert, aber er weiß auch, dass ich froh bin, dass du hier bist. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Wir müssen es versuchen. Wir können endlich eine richtige Familie sein. Das wolltest du doch auch immer. Leonie und Timo werden Augen machen. Sie sind nicht nur gute Freunde, sie sind auch verwandt. Mutter, ich habe auch schon mit Jan darüber geredet. Ich möchte die ganze Sache noch nicht an die große Glocke hängen. Timo hat sich gerade erst wieder gefangen nach dieser ganzen Vaterschaftsgeschichte. Da will ich ihn jetzt nicht mit der nächsten frohen Botschaft schocken. Schon okay. Ich möchte doch meinen Kindern helfen. Und wer sich euch in den Weg stellt, dem gnade Gott. Was soll das eigentlich werden? Der Monsignor Matteo empfängt Gästehaus der Diözese Bamberg. Und deutsche Gäste bekommen immer Käseigel. Ach, Käseigel? Ja, Käse, dreifache Ausführung, ja. Zahnstocher. Ein. Weintraube drauf. Pling. Und schon hat der Igel einen neuen Stachel. Ja, schön. Und wie soll man den essen?
Ganz langsam und vorsichtig. Sag mal, wie ist denn die Stimmung gerade bei euch zu Hause? Kann man sich da mal wieder blicken lassen? Ich vermisse echt den Pool. Ich glaube, der Pool vermisst dich auch. Aber sonst ist alles so wie immer. Alle haben sich lieb und ich bin der Kleine, der an den Osterhasen glaubt. Und deine Mutter, hat sie mal rausgerückt, wer der Typ damals war, mit dem sie... Nee. Aber sie weiß, dass ich immer noch nach ihm suche. Und ich kann ihr das schlechte Gewissen ansehen. Klingt dir nach einer krassen Stimme. Was für ein Besteck brauchen wir? Es gibt Paella. Timos Lieblingsgericht. Aber nur, wenn du sie machst. Ricardo hat das Rezept noch von seiner Oma. Das ist streng geheim. Dabei sind Geheimnisse doch eher dein Spezialgebiet. Timo müsste auch gleich hier sein. Apropos Timo, wir sollten es ihm heute sagen. Er hat ein Recht darauf zu erfahren, dass Jan sein Onkel ist. Ich bin froh, wenn diese Heimlichtuerei ein Ende hat. Ausnahmsweise sind wir mal einer Meinung. Hol doch bitte schon mal den Wein. Timo hat gerade erst überwunden, dass du nicht sein leiblicher Vater bist. Bitte gib ihm noch etwas Zeit. Hallo, Papa. Was machst du denn hier? Ich weiß nicht mehr weiter. Wegen Kim? Ich war bei Ansgar von Lahnstein. Wir werden sie verlieren. Hey, wie kommst du denn auf sowas? Es ist nur eine Frage der Zeit, dass sie sich für ihn entscheidet. Kim gehört zu uns. Wir sind ihre Familie. Sind wir das denn noch? Eine Familie? Das mit Mama und dir, das renkt sich schon wieder ein. Es gibt Dinge, die kann man nicht entschuldigen. Oder kannst du Dana verzeihen? Naja, ich hab's zumindest fest vor. Mama und du. Dana und ich, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen uns alle für Kim da sein. Und deshalb gehe ich zu Dana. Hey, wo kommst du denn her? Ich habe Dionysos draußen longiert. Kann ich das auch mal sehen? Man kennt noch nicht so viel. Dana, dass Marlene ein Kind von mir Bitte bekommt. nicht. Es ist gut so, wie es ist. Nein, das ist es nicht. Auch wenn Marlene und ich ein Kind bekommen, heißt das nicht, dass meine Gefühle plötzlich anders sind. Ich liebe dich. Hey. Wie geht's dir? Geht so. Was hältst du davon, wenn wir was zusammen machen? Wir können essen gehen oder vielleicht ins Kino? Ich würde mir sogar einen Liebesfilm mit euch ansehen. Mit uns? Mhm. Dana und Marlene kommen vielleicht auch mit. Dana und Marlene in einem Raum. Mhm. Marlene hat gesagt, dass sie sich mit Dana wieder versöhnen will. Wird ja auch Zeit. Wir können auch hier bleiben und was anderes machen.
muss wissen, ob es stimmt. Ob was stimmt? Ach so, das. Wäre es für dich okay, wenn wir einen Vaterschaftstest machen? Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Es ging mir damals auch so. Ihr seht euch ja schon ähnlich, aber irgendwie nicht wie Zwillinge. Wir sind ja auch nicht eineich. Oh, Entschuldigung. Alles okay? Ja, alles gut. In dem Moment dachte ich, das ist die schlechteste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Das kann ich verstehen. Trotzdem bin ich froh, dass es jetzt raus ist. Ja? The lips of time, they kiss again. When I walk alone to tonight. Was machen Sie denn da? Ich habe alles versucht, wirklich. Meine Gefühle für dich wegzudrängen, dich zu vergessen. Ich habe sogar versucht, Marlene glücklich zu machen. Es hat nicht funktioniert. Und weißt du auch warum? Ich will das nicht hören. Das sind nur Vitamine, was denn sonst? Da fällt mir noch eine ganze Menge ein. Aber wissen Sie was? Am besten diskutieren Sie das gleich mit Hagen. Nein, Moment, warten Sie. Hagen, lass mich gehen! Wir gehören zusammen. Vergiss alles andere. Ich kann meinem eigenen Neffen oder meiner Nichte nicht den Vater wegnehmen. Warum kannst du das nicht verstehen? Okay, wenn du gehen willst, dann sag mir vorher ins Gesicht, dass du mich nicht liebst. Du kannst es nicht. Du weißt auch warum. Sie wollen sich also an meiner Schwester rächen? Sie soll bei der Dopingkontrolle auffliegen und alle werden denken, dass sie dem ersten Erfolg ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Und was werden Sie jetzt tun? Ich tue Ihnen doch nur einen Gefallen. Dana schläft mit ihrem Mann. Stellen Sie sich doch nur mal Hagens enttäuschtes Gesicht vor, wenn Dana wegen Doping vom Derby disqualifiziert wird. Das wird er ihr nie verzeihen. Sie müssen nur weggucken. Was wollen Sie? Ich will meinen Mann zurück.